Hier habe ich einmal einen Abfalleimer. In Österreich sagen wir auch Mistkübel. Der Abfall und der Mist sind Synonyme. Man schmeißt den Abfall in den Abfalleimer oder man schmeißt den Mist in den Mistkübel. Als nächstes haben wir einen Besen. Mit diesem Besen kann ich den Boden kehren. Denn wenn der Boden schmutzig ist, sollte man manchmal kehren. Der Staub ist nämlich und liegt nämlich auf dem Boden. Die Creme oder die Creme und eine Dose hat so eine Form. Es gibt auch Dosen aus Metall, aber zu diesem Gegenstand sagen wir auch eine Dose. Wir können diese Dose aufdrehen und dann haben wir den Deckel. Wir können den Deckel wieder aufsetzen und die Dose zudrehen. Und wenn ich mich jetzt einschmieren möchte, dann mache ich diese Bewegung. Ich nehme etwas von der Creme und ich schmiere mich damit ein. Du könntest auch sich eincremen sagen. Ich creme mich ein oder ich schmiere mich mit etwas ein. Was sind deine Gewohnheiten? Schmierst du dich manchmal mit irgendeiner Creme ein? Schreibe es in die Kommentare. Übe und trainiere dein Deutsch mit mir. Diese Verpackung heißt auf Deutsch Tube und diese Verpackung heißt auf Deutsch Dose. Ach ja, und du kannst mich gerne auf Buy Me a Coffee oder auf Patreon unterstützen. Nummer D wie der Duschkopf. Ein Kopf, das ist so eine Form, beziehungsweise wir haben alle einen Kopf, das ist die Spitze von etwas und der Duschkopf ist dieser Gegenstand hier mit dem Griff. Wir greifen mit der Hand den Duschkopf an dieser Stelle. Und was machen wir dann? Wir duschen uns und das Wasser kommt aus diesen Löchern heraus. Das Wasser spritzt heraus oder das Wasser fließt heraus, kann man auch sagen. Manche Leute duschen lieber, manche Leute baden lieber. Duschen und baden sind zwei verschiedene Verben. Wenn ich mich dusche, dann brause ich mich einfach nur ab. Das ist auch ein anderes Verb, das wir mit dem Duschkopf verwenden können. Ich brause mich ab. Oder wenn ich ein Bad nehme, wenn man ein Bad nimmt, dann liegt man in der Badewanne und liegt wahrscheinlich etwas länger dort, als wenn man jetzt nur sich duschen würde. Und dann hätte ich hier noch einen Einwegrasierer. Das Wort Einweg kann man vor viele Nomen stellen, deswegen möchte ich es hier vorstellen und nennen. Wenn das ein Einwegrasierer ist, dann bedeutet das, dass man ihn theoretisch einmal benutzen kann, sollte oder möchte. Denn Einwegrasierer oder Einwegbecher benutzen wir im Alltag sehr, sehr oft. Ein Einwegbecher zum Beispiel wird oft verwendet, wenn man Kaffee verkauft. Man trinkt es einmal und dann kann man ihn theoretisch wegwerfen, was natürlich nicht sehr umweltfreundlich ist, aber ein ganz wichtiges Grundkonzept. Einweg plus Nomen, Einwegrasierer, hier in diesem Fall. Und wie sagt man dann das Verb dazu? Man rasiert sich. Ich rasiere mich, beziehungsweise ich rasiere mir den Bart. Und dann, ja, hat dieses Objekt, dieser Gegenstand seine Funktion erfüllt. Wie viele alte Kaffeetassen hast du, die du eigentlich nie benutzt? Wir trocknen uns die Haare mit dem Föhn. Der Föhn wird eingeschaltet und dann versucht man möglichst schnell sich die Haare zu trocknen. Der Föhn bläst warme oder kalte Luft heraus. Föhnst du dir nach dem Haarewaschen immer und jedes Mal die Haare? Wenn ich meine Haare mit einem Handtuch abtrockne, dann kann ich auch sagen, ich rubble mir die Haare ab. Sich die Haare abrubbeln. Was ist deine Gewohnheit? Übe Deutsch mit mir und schreibe es in die Kommentare. Die Gabel und noch eine kleine Gabel. Was kann ich zu diesen zwei Haushaltsgegenständen erzählen? Nun, wir können mal die Gabel in die Hand nehmen und dann mit der Gabel
essen, entweder so, es kommt darauf an, wie du die Gabel nimmst. Und diese Gabel hat auch eine unterschiedliche Anzahl an Zacken oder Zinken. Schau, diese große Gabel hat 1, 2, 3, 4 Zacken oder Zinken. Und diese Gabel hat nur 1, 2, 3. Das ist auch eine Dessert- oder eine Obstgabel. Und man kann dann mit der Gabel verschiedene Dinge aufspießen. Ich spieße ein Stück Karotte mit der Gabel auf, beziehungsweise du kannst dann sagen, auf der Gabel ist ein Stück Karotte. Und es gibt einen traditionellen Kinderspruch, der geht so: Messer, Gabel, Schere, Licht sind für kleine Kinder nicht. Das heißt einfach nur, dass kleine Kinder mit diesen Gegenständen lieber nicht spielen sollen. Also dazu noch Licht und Schere. Denn eine Schere ist eben scharf und ein Licht könnte vielleicht elektrisch sein oder es könnte eine Kerze sein, das ist Feuer, das ist nicht so sicher. Ein Handtuch, das ist ein Tuch für die Hand. Normalerweise kann man auch noch das Badetuch sagen. Das Badetuch ist größer und das Handtuch ist ein bisschen kleiner. Aber in der Umgangssprache sagen wir auch sehr, sehr oft, dass das hier ein Handtuch ist. Obwohl es nicht nur für die Hand, sondern auch für den ganzen Körper ist. Das Handtuch. Dieses Handtuch ist grün und ein sehr nützlicher Gegenstand im Haushalt. Ich kann sagen, ich trockne mich mit dem Handtuch ab. Ich trockne mich ab oder ich trockne vielleicht auch meine Haare ab. Ein anderes Verb ist diese Bewegung: ich rubble mir die Haare ab. Das sind verschiedene Formen, wie man dieses Handtuch benutzen kann. Das ist ein Internetrouter und mit diesem Gerät können wir ins Internet. Man kann hier ein Kabel hineinstecken. Das heißt, man kann mit einem Kabel ins Internet oder man drückt auf diesen Knopf und dann gibt es kabelloses Internet. Und hier habe ich einen Gegenstand mit J gefunden. Das ist ein Joghurtbecher. Dieser Joghurtbecher, hier steht Joghurt. Dieser Joghurtbecher ist relativ groß. 1 Kilogramm Joghurt passt in diesen Joghurtbecher hinein. Und auf Deutsch gibt es nicht so viele Haushaltsgegenstände, die mit dem Buchstaben J beginnen. Und in Österreich sagt man zu diesem Buchstaben auch je. Das heißt, man sagt je oder J. Und das hier ist ein Joghurtbecher. Isst du gerne Joghurt? Kaufst du dir sehr häufig Joghurt? Schreibe es in die Kommentare und übe Deutsch mit mir. Welches Milchprodukt konsumierst du am häufigsten? Und wenn man Milchprodukte nicht gut verträgt, dann ist man laktoseintolerant. Man verträgt den Milchzucker nicht gut. Hast du einmal ein Haushaltsgerät gekauft, das du jetzt aber überhaupt nicht mehr benutzt und das jetzt für dich nur noch Staub auffängt? Ist es ein Staubfänger geworden? Weiter zum Thema Kaffee. Hier haben wir verschiedene Arten, wie wir Kaffee zubereiten können. Welche Kaffeemaschine benutzt du? Nummer 1, diese elektrische Espressomaschine, die man hier an den Strom anschließen kann. Benutzt du so etwas zu Hause? Oder benutzt du eine Espressokanne, die man auf dem Herd erhitzt? Ist das deine Gewohnheit? Oder benutzt du vielleicht so eine Art Stempelkanne,
Diese Art von Kaffeekanne nennt man entweder French Press Kanne oder Stempelkanne. Warum Stempel? Weil auf Deutsch ein anderer Gegenstand, der Stempel, genauso funktioniert. Man drückt mit einem Stempel auf ein Blatt Papier und hat dann ein Siegel. Und hier ist diese Art von Bewegung sehr ähnlich. Deswegen sagt man dazu, das ist eine Stempelkanne. Also, was ist deine Gewohnheit? Schreibe es in die Kommentare. Übe Deutsch mit mir. Wie bereitest du deinen Kaffee zu? Weiter geht es mit den Löffeln. Hier haben wir wieder verschiedene Arten und Typen von Löffeln. Zuerst einmal haben wir den großen Suppenlöffel, mit dem wir eine Suppe auslöffeln. Es gibt dazu auch eine coole Redewendung, und zwar, wenn jemand die Suppe auslöffeln muss oder eine Suppe auslöffeln muss, dann bedeutet das, dass jemand irgendeine Schwierigkeit, irgendein Chaos aufräumen muss oder irgendwie ein Problem lösen muss. Alle Leute, vielleicht in einer Firma, alle Kollegen, sie ignorieren das und er ist dann oder sie ist dann die Letzte, die die Suppe auslöffeln muss. Und dann haben wir noch diesen kleinen Teelöffel, also dazu sagt man dann Teelöffel. Es gibt theoretisch noch sehr unterschiedliche Formen von Löffeln. Das ist eher so ein Kaffeelöffel für Eiskaffee zum Beispiel. Oder ein Eislöffel kann man auch sagen. Das ist ein Eislöffel, weil er länglich ist, aber er ist eben hier kleiner. Und dann kann man eben eine bestimmte Bewegung machen. Man kann etwas umrühren und ich habe mir gerade Kaffee gemacht und ich rühre meinen Kaffee um. Welches Haushaltsgerät benutzt du am häufigsten und warum? Eine Redewendung, die ich an dieser Stelle vorstellen möchte, ist: Jemand hat nicht alle Tassen im Schrank. Tasse ist ja ein Gegenstand, mit dem man zum Beispiel Tee oder Kaffee trinken kann, wie zum Beispiel die Kaffeetasse oder die Teetasse. Und wenn ich die Tasse in einen Schrank stelle, dann sind sie dort aufbewahrt. Und in dem Spruch, jemand hat nicht alle Tassen im Schrank, heißt das, dass jemand sehr irrational ist oder dass jemand verrückt ist, dass jemand etwas ganz, ganz Komisches macht und irgendwie sehr irrationale Dinge tut. Und hier haben wir jetzt die Mikrowelle, in der wir Essen erwärmen können. Natürlich können wir auch Getränke dort erwärmen oder warm machen, wenn wir etwas aus dem Kühlschrank holen, wenn etwas kalt ist oder wenn wir einfach etwas gerne etwas wärmer hätten, dann stellen wir diese Dinge in die Mikrowelle. Wir stellen die Zeit ein und wir stellen auch die Stärke ein. Es gibt nämlich die Wattzahl, wie viele Watt man gerne hier an Stärke haben möchte. Und dann drücken wir auf Start und dann warten wir, bis das Essen oder das Getränk warm geworden ist. Hast du zu Hause eine Mikrowelle? Benutzt du oft eine Mikrowelle oder sehr, sehr ungern? Benutzt du das gar nicht gern? Was sind deine Gewohnheiten? Schreibe es in die Kommentare, wie du gerne dein Essen erwärmst. Und wir hatten zwar schon den Buchstaben M mit der Mikrowelle, aber der Vollständigkeit halber möchte ich noch das Messer präsentieren. Wir schneiden etwas mit dem Messer oder wir tragen Butter auf oder irgendwas anderes, Aufstrich zum Beispiel. Wir tragen das auf das Brot auf oder wir schmieren das auf das Brot. Wenn wir unsere Nägel schneiden möchten, dann benutzen wir entweder so ein Ding, das heißt Nagelknipser, oder vielleicht benutzt du eine Nagelschere. Auf jeden Fall ist das hier auf den Händen der Nagel, der Plural ist dann die Nägel, und hin und wieder sollten wir uns die Nägel schneiden. Welches Werkzeug präferierst du? Die Nagelschere oder den Nagelknipser? Und nun kommen wir zur Obstschale. Hier sehen wir Äpfel und Bananen in dieser wunderschönen Obstschale liegen. Alles, was so eine Form hat, kann man auch als Schale bezeichnen. Und wie du siehst, haben wir hier viele Äpfel und ein paar Bananen. Ich frage dich, was ist dein Lieblingsobst? Hast du überhaupt ein Lieblingsobst? Schreib es in die Kommentare. Übe Deutsch mit mir. Isst du jeden Tag Obst? Noch eine Frage, die mir eingefallen ist. In deinem Heimatland, gibt es da ein Obst,
das besonders bekannt und berühmt ist, das besonders gut schmeckt? Ist dein Land für ein bestimmtes Obst sehr bekannt? Noch zwei wichtige Utensilien. Das hier ist ein Teller. Ein Teller ist flach und eine Schüssel ist tief. So, das nächste sind die Papiertaschentücher, die natürlich in keinem Haushalt wegzudenken sind. Sie sind nicht wegzudenken, das heißt, in jedem Haushalt braucht man das eigentlich. Und was macht man damit? Ein Beispiel, man schneuzt sich, das ist das hier, oder man putzt sich die Nase. Das kann man mit einem Papiertaschentuch machen. Was kann man noch machen? Man kann zum Beispiel etwas damit abwischen. Ich wische etwas mit diesem Papiertaschentuch ab. Zum Beispiel diese Tasse. Ich wische die Tasse ab. Und zwar mit diesem Haushaltsgegenstand. Eine Frage bezüglich deiner Gewohnheiten. Hast du immer ein Papiertaschentuch oder eine Packung mit Papiertaschentüchern dabei, wenn du zum Beispiel unterwegs bist? Ist das für dich etwas, was du immer dabei haben musst, zum Beispiel in deiner Tasche oder in deinem Rucksack? Eine Packung Papiertaschentücher. Weiter geht es mit Kissen oder Polstern. In Österreich sagt man Polster zu diesen Gegenständen und in Deutschland sagt man eher Kissen zu diesen Gegenständen. Also entweder ist es ein Kissen oder ein Polster. Und was machen wir dann? Wir setzen uns zum Beispiel auf ein Kissen oder wir setzen uns auf einen Polster oder wir legen uns mit dem Kopf auf den Polster oder auf das Kissen. Also hoffentlich schläfst du gut. Wir gehen weiter zum nächsten Wort. Im Deutschen gibt es nicht viele Wörter mit Q, aber ich habe einen Gegenstand mit dem Anfangsbuchstaben Q gefunden. Und zwar ist das ein Quirl. Ein Quirl. Was macht man mit diesem Gegenstand? Man versucht zum Beispiel etwas aufzuschlagen. Zum Beispiel versucht man Eiweiß aufzuschlagen. Wenn man zum Beispiel einen Kuchen backen möchte, dann ist dieses Werkzeug ein sehr oft gesehener Gast. Man sieht es sehr, sehr oft, wenn man einen Kuchen backt oder wenn man einen Kuchen bäckt. Denn beide Verbformen kann man hier benutzen. Also, das ist ein Quirl und ich frage dich, wie oft benutzt du diesen Haushaltsgegenstand? Das nächste Wort ist der Regenschirm. Wir können einen Regenschirm aufspannen. Jetzt ist der Regenschirm aufgespannt. Etwas spannen ist diese Bewegung. Und wir können den Regenschirm wieder zumachen. Und ich denke, in jedem Haushalt oder in fast jedem Haushalt findet man diesen Gegenstand. Jetzt haben wir hier die wunderbare Schere. Wir können mit dieser Schere etwas schneiden. Es gibt Scheren für Rechtshänder, für Linkshänder und manchmal sind die Scheren auch neutral geformt. Das ist der Scherengriff und wir schneiden damit etwas oder wir schneiden etwas durch, wir schneiden etwas ab. Das sind verschiedene Formen, wie wir das sagen können. Zum Beispiel kann ich einfach sagen, ich schneide das Papier. Und wenn ich sage, ich schneide das Papier durch, dann muss ich die ganze Seite durchschneiden. Und wenn ich etwas abschneide, dann ist das dieser Endpunkt und er fällt runter. Ich habe es abgeschnitten. Ab ist genau diese Form von Bewegung. Das Stück Papier wurde von mir gerade abgeschnitten. Das typische Toilettenpapier ist auf so einer Rolle. Es ist aufgerollt und wir können mit dem Toilettenpapier verschiedene Dinge abwischen und reinigen. Und wenn wir das Papier von der Rolle haben wollen, dann sagen wir rollen es ab. Das ist diese Bewegung hier. Wir rollen das Toilettenpapier ab. Die Uhr. Mit der Uhr können wir die Zeit ablesen. Und eine Uhr hat zwei Uhrzeiger. Und wir können eine Uhr verstellen. Wir verstellen die Uhr
Wir können sie nach vor oder zurückstellen. Ich stelle die Uhr vor, ich stelle die Uhr zurück. Normalerweise hängen wir so eine Uhr an die Wand. Dann ist es eine Wanduhr. Was ist das erste Haushaltsgerät, das du morgens benutzt? Und hier haben wir einen Vorhang. Der Vorhang ist bei einem Fenster. Wir können den Vorhang zuziehen. Wir können den Vorhang auch wieder aufziehen. Das ist ein Vorhang. Das Wort selber ist auch sehr interessant. Vor und Hang. Gut, was heißt das? Vor bedeutet vor etwas. Hier in diesem Fall vor dem Fenster. Hang kommt von dem Verb hängen. Das heißt, wir hängen etwas vor das Fenster. Ein Vorhang. Welche Farbe haben bei dir die Vorhänge? Schreibe es in die Kommentare. Hier haben wir einen Wasserkocher. Wir können damit Wasser kochen. Hier haben wir die Maßanzeige, wie viel Wasser wir drinnen haben. Wir sollen minimal so viel Wasser kochen und maximal so viel Wasser eingießen. Ich gieße das Wasser hier oben hinein. Hier kommt das Wasser hinein. Und dann fange ich an, das Wasser zu kochen, indem ich auf diesen Knopf drücke. Und dann warte ich, bis mein Wasser kocht. Was sind deine Gewohnheiten bezüglich eines Wasserkochers? Hast du so etwas zu Hause? Benutzt du so etwas? Kochst du dir oft Tee oder Kaffee mit deinem Wasserkocher? Was sind deine Gewohnheiten? Es war gar nicht so einfach, einen Haushaltsgegenstand mit X zu finden, aber hier ist einer. Das ist ein X-Standfuß. Und man findet so einen X-förmigen Standfuß zum Beispiel bei Wäscheaufhängern, bei Wäschetrocknern. Ein Gegenstand mit Y. Es war nicht einfach, auf Deutsch einen Gegenstand mit Y zu finden, aber hier haben wir eine Yogamatte. Man könnte natürlich auch Sportmatte dazu sagen, aber man kann auch Yogamatte dazu sagen, weil man darauf Yoga machen kann. Und eine Matte ist etwas, das so aussieht. Es gibt Matten für verschiedene Zwecke und verschiedene Situationen. Wenn ich zum Beispiel nach Hause komme und meine Schuhe abputzen möchte, dann haben wir auch eine Fußmatte für die Schuhe. Alle beginnen mit dem Wort Zahn. Der Zahn ist das hier. Die Zähne, das ist der Plural von dem Wort Zahn. Und jetzt haben wir natürlich einmal die Zahnbürste. Die Zahnbürste. Das hier oben ist eine Bürste. Es gibt auch noch eine Haarbürste. Viele Gegenstände, die so aussehen, sind eine Bürste. Und mit der Zahnbürste putze ich meine Zähne. Ich putze meine Zähne. Wir brauchen aber noch die Zahnpasta. Die Zahnpasta schmieren wir auf die Zahnbürste hinauf. Und diese Art von Verpackung heißt Tube. Das ist eine Zahnpasta-Tube, wo man die Zahnpasta hinausdrücken kann. Und Gegenstand Nummer 3 ist noch etwas anderes, und zwar Zahnseide. Zahnseide. Mit der Zahnseide kann man Speisereste entfernen. Man kann Speisereste in den Zahnzwischenräumen entfernen. Und das sind 3 sehr häufige oder sehr häufig zu sehende Utensilien im Badezimmer.